Also, welche Transfers und Spieler braucht der FC Bayern München eigentlich für die neue Saison 2026/27? Und vor allem, welche aktuellen Transfergerüchte würden den FC Bayern München wirklich weiterhelfen? Ja, hallo liebe FC Bayern-Fans und Fußballfreunde, schön euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Wie jedes Jahr, kurz vor Ende der Saison, brodelt natürlich die Gerüchteküche rund um den FC Bayern München. Und genau dazu gibt es heute in diesem Video meine Einschätzung zu den wichtigsten Bayern-Transfer-News und vor allem die Frage, welche Spieler braucht Bayern wirklich, um noch stärker zu werden? Denn wir dürfen nicht vergessen, mit Rafael Guerreiro und natürlich auch Leon Goretzka werden im Sommer 2 Spieler den Verein verlassen. Gleichzeitig kommen aber auch Spieler aus ihren Leihen zurück oder auch Noel Aseko, der für 2,5 Millionen Euro aus Hannover zurückkehrt. Und ja, da hat man definitiv jemanden mit sehr gutem Potenzial für das defensive Mittelfeld. Aber sind wir mal ehrlich, das allein wird nicht reichen. Deshalb kümmern sich die Bayern natürlich intensiv um neue Transfers für die kommende Saison. Und genau das schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt genauer an. Und ganz kurz, wenn du mehr Bayern-Content von Werners Fußballecke sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Like fürs Video da, abonniere meinen Fußballkanal, aktiviere die Glocke, damit du keine Bayern-News mehr verpasst. So, hier sehen wir jetzt erstmal die aktuell bestmögliche Bayern-Startelf von Trainer Vincent Kompany. Klar, Alphonso Davies ist noch nicht ganz in seiner alten Topform zurück, aber das Potenzial hat er natürlich weiterhin. Und genau das ist der Punkt. Selbst die aktuell vielleicht beste Mannschaft der Welt braucht nicht nur eine starke Startelf, sondern auch eine Topbank und einen breiten Kader mit Qualität. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt die spannendsten Transfergerüchte rund um Bayern München an. Starten wir mit einem Namen, der aktuell überall diskutiert wird, ja, Kenneth Eichhorn von Hertha BSC. Mittlerweile weiß jeder, nicht nur Bayern, sondern auch Borussia Dortmund sind an ihm dran. Und jetzt wurde sogar von Eichhorn selbst gesagt, dass er zu einem Verein wechseln möchte, der regelmäßig Champions League spielt. Aber gleichzeitig will er nach einem Transfer nicht direkt wieder verliehen werden. Für mich ist das ganz klar, bei einer Ablöse von etwa 10 bis 12 Millionen Euro und seinem riesigen Talent auf der 6er-Position muss Bayern diesen Transfer eigentlich auf jeden Fall machen. Und ja, ich bin mir sicher, auch Eichhorn würde beim FC Bayern auf seine Einsatzzeiten kommen. Denn ob ein Noel Aseko zum Beispiel mit 20 Jahren auch schon das Niveau für Bayern hat, das muss man auch erst noch abwarten. Also meine klare Meinung, ich würde Eichhorn sofort holen. Denn wenn er erstmal zum BVB geht, dann ist das Thema bestimmt für die nächsten 3-4 Jahre durch. Aber jetzt bist du dran. Was sagst du zu Kenneth Eichhorn? Soll Bayern ihn verpflichten? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten spannenden Namen. Richtig, Djivaro Ried von Feyenoord Rotterdam. Gerade mal 19 Jahre alt und schon eines der größten Talente auf der Rechtsverteidigerposition. Die Bayern sind weiterhin stark interessiert, aber aktuell zögert man ein bisschen, weil Feyenoord mindestens 30 Millionen Euro Ablöse fordert. Ich sag's ganz klar, wenn Bayern den Preis auf etwa 20 bis 25 Millionen drücken kann, dann sollte man sofort zuschlagen. Warum? Reed ist technisch stark, hat ein gutes Passspiel und ist defensiv ziemlich stabil. Klar, mit Spielern wie Konrad Laimer und Stanisic ist Bayern auf der Position nicht schlecht besetzt, natürlich sogar sehr gut besetzt, aber man muss auch schauen, wie schnell Alphonso Davies wieder zu seiner alten Topform findet. Falls nicht, wäre Laimer für mich die beste Option für links. Und dann braucht man rechts definitiv eine langfristige Lösung. Und da kommt Reed ins Spiel. Seine Zahlen sprechen auch für sich. 37 Spiele, 3 Tore und starke 8 Vorlagen in der letzten Saison. Und damit hat er auch da seinen Durchbruch geschafft. Diese Saison wurde er zwar durch Verletzung zurückgeworfen, er hat 25 Spiele verpasst, aber in seinen 17 Einsätzen kam er trotzdem auf 1 Tor und 3 Vorlagen. Und wenn man ihn zum Beispiel mit Julian Ryerson von Borussia Dortmund vergleicht, sieht man sofort, da steckt richtig viel offensives Potenzial drin.
Aber nochmal ganz klar, wenn Bayern ihn für 20 bis 25 Millionen bekommt, auf jeden Fall machen. So, jetzt kommen wir zum nächsten richtigen spannenden Namen. Ja, natürlich, Said Elmalah. Aktuell sorgt er ja beim 1. FC Köln für ordentliches Aufsehen. Brighton hat wohl schon 35 Millionen Euro geboten, wurde aber abgelehnt. Jetzt hört man, Köln will jetzt mindestens 50 Millionen Euro haben für Mahler. Und zusätzlich wünschen sich seine Eltern wohl, dass er in Deutschland bleibt. Meine ehrliche Meinung, 50 Millionen Euro sind aktuell zu viel. Aber das Potenzial von Elmalah ist natürlich brutal. 33 Spiele, 11 Tore und 5 Vorlagen in dieser Saison. Und schon vorher bei Viktoria Köln 45 Spiele, 14 Tore und 6 Torvorlagen. Er stark im 1 gegen 1, extrem dynamisch und torgefährlich. Seine Hauptposition ist links außen, aber er kann auch im offensiven Mittelfeld oder sogar im Sturm spielen. Wenn Bayern die Ablöse auf etwa, sagen wir mal, 35 bis 40 Millionen Euro drücken kann, dann ist das definitiv ein Transfer, den man machen sollte. Und hinter einem Luis Diaz hätte er auch genug Zeit, um sich natürlich weiterzuentwickeln und natürlich aber auch von so einem Weltklasse-Spieler wie Diaz es ist, auch zu lernen. So, dann kommen wir aber auch gleich weiter zu dem wohl heißesten Gerücht überhaupt, ja, Anthony Gordon von Newcastle United. Auch bei Anthony Gordon ist seine Hauptposition erstmal ganz klar links außen. Aber genau das macht ihn für den FC Bayern München so interessant, denn seine große Stärke ist seine Flexibilität in der Offensive. Dazu aber gleich mehr im Video. Gordon ist nämlich extrem schnell unterwegs. Im Spiel gegen Manchester City wurde er mit unglaublichen 38,2 km/h gemessen. Ein absoluter Hammerwert. Dazu kommt, er ist nicht nur schnell, sondern auch sehr torgefährlich und eben flexibel auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar. Klar, die aktuell geforderten rund 86 Millionen Euro Ablöse sind natürlich deutlich zu viel. Und man darf auch nicht vergessen, die Bayern würden Gordon in erster Linie als Backup auf links außen hinter Luis Diaz holen und gleichzeitig auch als Absicherung für Harry Kane im Sturm. Das heißt konkret, Gordon würde gleich 2 Positionen abdecken. Und genau das ist extrem wichtig, wenn man sich anschaut, wie viel ein Luis Diaz aktuell spielt. Von 50 möglichen Bayern-Spielen hat er nur 4 Spiele verpasst. Und mit 3715 Einsatzminuten ist er sogar der Spieler mit den meisten Minuten im gesamten Bayern-Kader. Also ja, auf links außen muss definitiv nachgelegt werden. Und wenn man einen Anthony Gordon für etwa 50 bis 60 Millionen Euro bekommen könnte, dann sollte Bayern sofort zuschlagen. Denn nochmal, mit ihm würdest du gleichzeitig die Position links außen und Sturm-Backup abdecken. Und auch seine Zahlen sprechen absolut für sich. In 46 Spielen kommt Gordon auf 17 Tore und 5 Vorlagen. Und das bei Newcastle United, die aktuell nur auf Platz 14 in der Premier League stehen. Und jetzt kommt's, in der aktuellen Champions League Saison steht er bei starken 10 Toren. Damit liegt er zusammen mit Kvaratskhelia von PSG noch auf Platz 4 der Torjägerliste. Also ganz ehrlich, so ein Spieler, der auf fast allen Offensivpositionen gefährlich ist und dieses Potenzial mitbringt, muss man bei 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse zumindest ernsthaft in Betracht ziehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, bei Gordon weißt du sofort, was du bekommst. Während du bei jungen Talenten oft erstmal abwarten musst, ob sie sich wirklich auf absolutem Topniveau durchsetzen können oder ob sie nach einem Wechsel zum FC Bayern vielleicht sogar Probleme bekommen. Schauen wir uns jetzt nochmal den möglichen Bayern-Kader bzw. die Aufstellung für die Saison 2026-27 an. Ich persönlich würde sagen, Reed und Kenneth Eichhorn sofort verpflichten. Bei Said Elmalah und Anthony Gordon wird es dagegen deutlich schwieriger. Denn wenn man Gordon für 50 bis 60 Millionen Euro bekommen kann, dann okay. Aber sollte der 1. FC Köln wirklich auf 50 Millionen Euro für Elmalah bestehen, dann ist das meiner Meinung nach einfach zu viel. Vor allem für einen 19-jährigen Spieler, der bisher eine starke Bundesliga-Saison gespielt hat. Klar, er hat riesiges Potenzial, aber die Frage ist halt, reicht das wirklich schon für den FC Bayern?
im Verhältnis zu einer möglichen 50 Millionen Euro Ablöse? Ja, schon schwierig. Und nochmal ganz wichtig, mit einem Transfer von Anthony Gordon würdest du direkt 2 Baustellen gleichzeitig lösen. Linksaußen und Backup für Harry Kane. So, liebe Bayern und Fußballfans, jetzt seid ihr gefragt. Welche Spieler braucht der FC Bayern München wirklich für die neue Saison 2026/27? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns bei meiner nächsten Bayern-Prognose auf Werners Fußballecke. Also bis dann, tschüss.